Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Die Badesaison in unserem neuen Pool ist zu Ende. Ich werde den Pool heute winterfest machen. Ich werde die Plane einmotten, den Wasserstand senken, das Wasser vorbereiten, die Technik abbauen und das Ganze vor Schnee und Frost schützen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Nach fast 2 Jahren Bauzeit, in denen ich den alten Stahlwandpool umgebaut habe in diesen Steinpool, war die erste Saison doch viel zu schnell zu Ende. Wir haben die ersten Minusgrade vor der Haustür stehen und ich werde heute diesen Pool winterfest machen. Ich werde damit beginnen, die Solarplane einzurollen und den Pool ein letztes Mal für dieses Jahr zu reinigen, und dafür kommt mein Roboter zum Einsatz. Wie ihr sehen könnt, ist das Wasser kristallklar, aber der Boden des Beckens ist bereits belegt mit Blättern und Abfällen, die sich von den umliegenden Bäumen gelöst haben, denn der Herbst steht vor der Tür. Der Roboter wird das Laub vom Boden aufsaugen, wird die Schmutzpartikel aufsaugen und den Rest durch die Strömung nach oben treiben, von wo es dann über den Skimmer und meine Filter entsorgt werden kann. Ich lasse den Roboter mindestens einmal laufen. Für den Fall, dass er nicht alles komplett schaffen sollte, gibt es einen zweiten Durchgang. Insgesamt 90 Minuten pro Durchgang. Hierfür sollte ich allein schon ungefähr 3 Stunden einplanen. Die Zeit werde ich aber nutzen und bereits meine Plane einmotten und die weiteren Materialien, die ich für die Wintereinmottung benötige, mir bereitlegen. Während der Roboter den Boden des Beckens reinigt und einen Teil der Wände, ist der Skimmer verantwortlich für den oberflächlichen Schmutz. Ihr seht hier, diese Ahornsamen und andere Reste werden über den Skimmer eingesogen und im Vorfilter festgehalten. Es hat die letzte Zeit extrem viel geregnet, deswegen ist mein Wasserstand auch höher als unbedingt notwendig. Ich achte beim Reinigen mit dem Roboter darauf, den Filter regelmäßig zwischenzureinigen, indem ich den Einsatz herausnehme. Ich habe ein zusätzliches Feinsieb im Vorfilter hängen. Das kann ich euch absolut ans Herz legen. Mit diesem Vorfilter wird der Dreck sehr, sehr gut gefiltert. Ihr seht hier, es bleibt alles hängen, auch diese kleinen Schmutzpartikel. Und letztendlich kann man diesen Vorfiltersack auch reinigen über die Waschmaschine oder, wenn er zu verschmutzt ist, einfach einen neuen nehmen. Während der Roboter läuft, achte ich darauf, dass dieser Bereich nicht zu sehr verstopft wird mit den Blättern, die hier ankommen, denn sonst kann das Wasser nicht mehr ordentlich eingesaugt werden. Um die Zeit, die der Poolroboter benötigt, sinnvoll zu überbrücken, habe ich hier auf dem Tisch die Materialien, die ich für die Einwinterung des Pools verwende, einmal vorbereitet und werde sie euch der Reihe nach vorstellen und auch erklären, warum ich sie verwende bzw. welchen Erfolg ich mir davon verspreche. Grundsätzlich werde ich wie folgt vorgehen. Sobald der Poolroboter fertig ist, wird der Wasserstand so weit abgesenkt, dass der Skimmer als auch die beiden Düsen auf der Südseite frei liegen, dass das Wasser unterhalb ist. Damit kein Wasser in den Rohren steht, läuft das Ganze ab. Das geht bei mir automatisch. Und damit zukünftig kein Wasser über den Winter in diese Rohre gelangen kann, wo es dann zu Frostschäden kommen könnte, werde ich die Einlaufdüsen verschließen mit entsprechenden Kappen. Ich habe in der Vergangenheit ganz simple Schraubkappen, 2 Zoll Kappen verwendet. Es gibt aber auch Modelle, wenn ihr jetzt keine Gewindeeingänge habt, mit denen ihr das machen könnt. Hier wird der Stopfen in das Rohr gepresst, anschließend wird die Schraube angezogen und das Ganze verkeilt sich dann im Rohr und macht das ganze Wasser. Das restliche Wasser verbleibt im Pool. Ich werde dafür sorgen, dass kein Wasser von oben dazukommen kann, weder in Form von Regen noch in Form von Schnee. Dennoch ist das Wasser, welches sich im Pool befindet, durchaus kritisch zu bewerten. Wir haben es hier durchaus in den letzten Wintern zwischen -10 und auch mal -25 Grad gehabt. Das bedeutet, das Wasser im Pool wird gefrieren, nicht nur oberflächlich, sondern mitunter wirklich auf 10-20 cm Tiefe, wenn die Frostperiode länger anhält. Da Frost sich ausdehnt bzw. das Wasser im Eiszustand sich ausdehnt, wirkt es auf die Außenwände.
Beim alten Stahlwandpool hat man das gemerkt, wenn die Wände nicht absolut gerade waren und das Eis sich oben ausgedehnt hat, sind die Wände mitunter verschoben worden. Wenn die Wände von vornherein nach innen vielleicht sogar gebogen waren, konnte es passieren, dass es zu Schäden kam, weil das Eis gegen die Folie gedrückt hat, gegen die Beckenwände. Und wenn die Wände gehalten haben, bestand zumindest das Risiko, dass die Folie beschädigt wird. Den kann man entgehen, indem man dafür sorgt, dass das Eis sich gar nicht erst bildet bzw. der Druck anderweitig absorbiert wird. Hierfür bieten sich zum Beispiel solche Eisdruckpolster an. Diese Eisdruckpolster habe ich bereits verwendet, als ich noch den Stahlwandpool stehen hatte. Diese Druckpolster sind im oberen Bereich mit Luft gefüllt. Das untere Ende, dieser untere Bereich, ist mit Sand befüllt und wenn man diese Polster in das Wasser legt, schwimmen sie in dieser Form aufrecht. Mehrere Polster können über die Haken miteinander verbunden werden und die Oberfläche bleibt nahezu eisfrei, denn durch diese Elastizität, die dieses Eisdruckpolster hat, wird das Wasser in Bewegung gehalten. Das Eis kann sich nicht verfestigen bzw. nicht so sehr verfestigen, dass es Schäden am Beckenrand gibt. Diese Eisdruckpolster werden je nach Größe des Pools einmal längs, einmal quer oder zweimal quer miteinander verkettet in den Pool eingehangen, an den Seiten entsprechend befestigt, damit das Ganze an seiner Position bleibt. Der Roboter sorgt im Moment noch dafür, dass der grobe Schmutz aus dem Wasser entfernt wird, als auch der Skimmer, der durch meinen Sandfilter bzw. meinen Glasfilter die feinsten Stoffe aus dem Wasser herausfiltert. Dennoch werden immer Reststoffe im Wasser bleiben, die über den Winter hinweg das Wasser zum Kippen bringen können. Bei extrem kalten Temperaturen oder gar Minustemperaturen ist das eher unwahrscheinlich, denn Algen mögen im Allgemeinen kein Eis und in dem Zusammenhang besteht das Risiko bei warmem Wasser. Es gibt die Möglichkeit, das Wasser entsprechend zu präparieren mit Wintermitteln, die man entsprechend der Menge der Kubikmeter, die im Wasser verbleibt, zumischt. Ich habe das durchaus in den letzten Jahren praktiziert, indem ich dann solche Mischungen in das Wasser dazugegeben habe, das Ganze nochmal schön durchgerührt habe und im Frühjahr, muss ich sagen, hatte ich nie Probleme, dass das Wasser gekippt war, dass es Algen gab, dass es Verfärbungen gab. Der Nachteil an dieser Substanz, auch wenn sie sich mehr oder weniger über den Winter auflöst bzw. zersetzt, ist, es handelt sich um Chemie mit entsprechenden Hinweisen, was für die Umwelt nahezu tödlich ist, kann für den Badenden nicht unbedingt gesund sein. Aus diesem Grund werde ich diesen Winter auf dieses Mittel verzichten und hoffe, dass die Wasserqualität im Frühjahr dennoch super klar ist. Sollte das nicht so sein, werde ich in den kommenden Jahren wieder auf dieses Mittel zurückgreifen. Wenn euch interessiert, was im Frühjahr rausgekommen ist, dann schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wenn es soweit ist. Ich gebe euch auf jeden Fall eine Antwort dazu. Übrigens, wenn ihr einmal dabei seid, mir in die Kommentare zu schreiben, dann nutzt doch die Zeit und gebt mir an der Stelle schon mal einen Daumen nach oben für dieses Video. Das hilft nämlich mir und meinem Kanal ungeheuer weiter nach vorne zu kommen. Unten rechts habt ihr den Knopf, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr mögt, klickt auf diesen Knopf und ihr werdet automatisch informiert, sobald ich ein neues Video hochlade. Die Materialien, die ich hier verwende, von diesen Sachen auf dem Tisch bis zum Roboter und den Teilen, die ich euch nachher noch zeigen werde, die habe ich euch natürlich vorsorglich auch unten in der Beschreibung unter dem Video verlinkt. Wenn ihr davon was braucht, klickt auf den Amazon-Einkaufslink. Ihr bekommt den gleichen Preis, ich eine kleine Provision, so haben wir alle was davon. Ich habe vorhin erklärt, dass ich dafür sorgen werde, dass kein neues Wasser in den Pool hineingelangen kann, nachdem ich den Wasserstand gesenkt habe. In den Jahren mit meinem Stahlwandpool habe ich eine übergroße ovale Plane auf die Wasseroberfläche gelegt. Sie lag plan, ging am Beckenrand hoch und hat praktisch dafür gesorgt, dass das Regenwasser, welches auf die Oberfläche gelangt ist, sich nicht mit dem Wasser des Pools verbinden konnte. Der Nachteil an dieser Lösung ist,
dass das Wasser dennoch in diesem Beckenbereich steht, regelmäßig abgepumpt werden muss, beziehungsweise wenn man im Frühjahr die Plane wieder herausholt, dass dann das Wasser, der Dreck, der sich dort gesammelt hat, im Regelfall einfach in das Wasser hineinfällt, das man ja zuvor schützen wollte. Dieses Jahr werde ich einen neuen Weg gehen. Ich habe schon in der Vergangenheit damit geliebäugelt, sogenannte Poolkissen einzusetzen, um das Wasser bzw. die Plane mit einem Bogen zu versehen. Das bedeutet, wenn der Schnee auf die Plane fällt, dass dieser links und rechts seitlich ablaufen kann und das Regenwasser natürlich ganz genauso. Von diesen Poolkissen gibt es die verschiedensten Varianten. Es gibt Varianten, die sind 1 Meter mal 1 Meter in der Breite und ungefähr einen halben Meter in der Höhe. Davon müsste man mehrere Kissen kaufen, müsste die aneinander binden und dann über den gesamten Bereich ausbringen. Das geht irgendwann ins Geld und die Kommentare, die ich auf Amazon dazu gelesen habe, haben mich auch dazu bewogen, diese Lösung nicht zu nehmen. Denn wenn die Kissen nicht ordentlich miteinander verteut sind, verrutschen sie, die Plane rutscht zwischen die Kissen und das Wasser sammelt sich dort auch wieder. Ich habe mich daher für ein sogenanntes XXL-Kissen entschieden. Dieses Kissen hat eine Größe von 2 x 4 Metern und ungefähr 1 Meter in der Höhe. Dieses Kissen werde ich nachher mit dem Kompressor aufblasen, werde es mittig platzieren, werde es fixieren mit entsprechenden Bändern und Seilen und anschließend werde ich eine schwere Plane, das wird diese hier werden, eine LKW-Plane, eine 650 Gramm pro Quadratmeter Plane über dieses Kissen hinweg auflegen. Die Plane ist schwer genug, um das Ganze an Ort und Stelle zu halten. Sie wird außen herum gesichert mit Spanngurten bzw. Spannseilen und dann bin ich mal gespannt, ob diese Variante wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nach dem zweiten Durchgang mit dem Poolroboter ist das Wasser wieder glasklar. Aktuell scheint die Sonne und ich hätte nicht gut Lust, einfach wieder in den Pool zu springen. Aber die Saison ist nun mal vorüber. Ich werde den Roboter aus dem Wasser herausholen, ich werde ihn reinigen und anschließend wird das Wasser abgelassen bis unterhalb des Skimmers und unterhalb der beiden Düsen. Dafür nehme ich euch dann mit in mein Poolhaus. Willkommen in meinem Poolhaus. Ihr seht hier den Zulauf vom Skimmer zur Pumpe in den Filter. Der Filter hat einen Überlauf, der über den Poolschlauch an den Kanal angeschlossen ist und das Wasser wird daraufhin zu meinem Bypass geleitet. Der Motor wird automatisch über meinen TDR 2400 gesteuert. Das bedeutet, die Heizung des Pools läuft automatisch. Ich muss mich hier um nichts kümmern. Wenn die Heizung aktiviert ist, läuft das Wasser am unteren Rohr auf das Dach, wird über die Solarmatten erhitzt, kommt über das obere Rohr zurück, wird anschließend verteilt über meinen Chlordosierer zurück zu den Einlaufdüsen. Ich möchte nun den Wasserstand senken und dafür könnte ich jetzt einfach die Tauchpumpe in das Becken hineinhalten und das Ganze in den Kanal abpumpen oder ich nutze das Wasser und das werden einige Kubikmeter werden, um meinen Filter, meinen Glasfilter durchzuspülen. Und das werde ich jetzt tun. Hierfür schalte ich zunächst die Pumpe aus. Diese wird grundsätzlich über einen Zeitsteuerungscomputer im Haus aktiviert. Ich habe mir aber zusätzliche manuelle Schalter eingebaut. Anschließend werde ich mein Ventil umstellen auf den Bereich Spülen und Spülen aktiviere ich die Pumpe. Das Wasser wird nun über die Pumpe in den Filter eingedrückt, wieder hinaus und wird jetzt direkt in den Kanal abgeleitet. Nun wird der Filter automatisch zurückgespült. Das sollte man ja sowieso mindestens einmal im Monat tun. Und bei der Menge, die ich nun durchlasse, sollte der Filter auf jeden Fall richtig gut gereinigt werden. Nur noch wenig Wasser läuft in den Skimmer nach. Die Pumpe habe ich bereits abgeschalten und ihr seht jede Menge kleine Tierchen, die sich hier im Skimmer angesammelt haben. Das Wasser läuft aktuell über die beiden Einlaufdüsen ab. Das wird eine ganze Weile dauern, denn wir reden von einem Wasserstand von ungefähr 10 bis 15 cm. Da ich den Wasserstand
auf unterhalb der Düsen absenken möchte, muss ich zusätzlich eine Tauchpumpe einsetzen, die das Wasser, welches nicht mehr durch die Düsen ablaufen kann, aus dem Becken herausholt. Das werde ich bereits jetzt tun, um den Prozess zu beschleunigen. Ich habe hier meine Tauchpumpe, die ich in meinem Pumpensumpf im Keller verwende. Dazu habe ich übrigens auch mal ein Video gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut mal rechts oben in die Ecke. Diese Tauchpumpe werde ich ins Wasser setzen. Der Schlauch, den ich angehangen habe, endet im Kanal. Und so kann ich auf diese Weise nun das Wasser abpumpen bis ungefähr 5 cm unterhalb der Einlaufdüsen. Ich bin noch immer dabei, den Wasserstand auf unterhalb der beiden Einlaufdüsen zu senken. Ein Teil des Wassers läuft nach wie vor über die Düsen, der Großteil wird wahrscheinlich mittlerweile über die Pumpe abgeholt. Ich werde die Zwischenzeit nutzen und die Eisdruckpolster im Pool platzieren. Ich habe die Eisdruckspolster, die ich habe, miteinander verkettet. Das Ganze funktioniert über diese S-Haken, die man miteinander verbinden kann. Und werde nun die Eisdruckpolster in der Diagonalen hier im Pool befestigen und anschließend werde ich mich um mein neues aufblasbares Poolkissen kümmern. Das Aufblasen vom Poolbecken hat deutlich länger gedauert, als ich das ursprünglich erwartet habe. Aber gut, wir reden von ungefähr 4 Kubikmeter an Luft, die in diesem Kissen vorgehalten werden. Das Material ist in der Sonne etwas weicher geworden, aber immer noch robust, wobei ich behaupten möchte, dass ein spitzer Stein oder ein Nagel hier ruckzuck ein Loch hineinmachen. Die Naht selber ist doppelt geschweißt, das fühlt sich massiv an, das gefällt mir sehr gut. Und auch das Ventil ist insgesamt nicht zu bemängeln, allerdings wäre es schön, wenn hier ein Adapter dabei wäre, um das Ganze mit einem Kompressor aufzublasen. Ich werde das Poolkissen nun im Pool fixieren, vorher natürlich die Pumpe herausholen und die beiden Löcher der Einlaufdüsen verschließen. Das Poolkissen liegt mittig auf dem Wasser. Links und rechts ist ungefähr noch 1 Meter, 1,50 Meter Luft. Das bedeutet, ich muss die Folie, die Plane sehr straff spannen, um keinen Bauch, keine Kuhle zu bekommen. Der Strick, die Befestigung vom Poolkissen ist im Moment nur über einen Stein. Ich möchte das Ganze auch nicht zu straff machen, denn ob die Ösen wirklich halten, das werde ich erst im Frühjahr sehen. Ich werde nun mit dem Opa zusammen die Plane über diese gesamte Konstruktion aufbringen, das Ganze straff spannen und dann so befestigen, dass es den ganzen Winter über hält. Die Plane ist über das Poolkissen gezogen. Mit 650 Gramm auf 8 x 5 Meter reden wir hier von knapp 25 Kilogramm, die diese Plane aufbringt. Durch die Größe war es gar nicht so einfach, das Ganze straff zu ziehen, ohne dabei die Position des Kissens großartig zu verändern. Ich habe über den Beckenrand das Ganze zunächst mit Steinen befestigt. Im nächsten Jahr, wenn der Terrassenbereich um den Pool gebaut wird, werde ich entsprechende Ösen einarbeiten, um das Ganze später direkt einzuklipsen. Für dieses Jahr wird das Ganze als Provisorium mit diesen Steinen reichen müssen. Auf der Ostseite
wurde die Plane ebenfalls befestigt. Mit Spanngurten habe ich sie am Holz befestigt bzw. an den großen Gabion. Bei der Gelegenheit habe ich den Flexschlauch vom Skimmer entfernt, damit das Kondensatwasser, was sich über den Winter hier zwangsläufig bilden wird, direkt nach unten abtropft und nicht in mein Poolhaus läuft. Der Ablauf von meinem Scheinwerfer bzw. das Leerrohr ist ebenfalls geblieben. Beim Stahlwand habe ich den Scheinwerfer jedes Jahr ausgebaut und habe ihn auf den Bettenboden gelegt, habe ihn beschwert, damit er dort liegen bleibt, damit es zu keinen Frostschäden kommt. Bei dieser Konstruktion habe ich hinter dem Scheinwerfer guten Meter an Beton. Ich habe oben drüber ungefähr 60-70 cm Wassersäule. Aus diesem Grunde habe ich den Scheinwerfer im Becken belassen, denn dort wird zumindest in einem normalen europäischen Winter kein Frost hinkommen. Einen guten Tag habe ich gebraucht, den Pool winterfest zu machen. Und ich bin froh, dass ich die tatkräftige Unterstützung der beiden anderen Männer hier dabei hatte. Denn alleine wäre es mir nicht möglich gewesen, die große Folie, die große Plane über den Poolkissen zu platzieren. Ob das Poolkissen die Luft behält, ob das Ganze straff bleibt, das wird sich natürlich erst im nächsten Jahr zeigen, wenn ich das Ganze wieder abbaue, und auch dann werde ich sehen, wie die Wasserqualität ist. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, ihr habt hier einiges mitgenommen. Falls ja, gebt mir den Daumen nach oben, finde ich fair von euch, freut mich, hilft meinem Kanal. Wenn ihr Fragen habt oder auch Hinweise an mich, schreibt mir unten in die Kommentare, ich antworte so schnell wie ich kann. Falls noch nicht geschehen, rechts unten habt ihr den Abonnieren-Knopf, drückt da drauf und ihr verpasst keins meiner neuen Videos, und schaut ruhig mal in die Beschreibung, denn neben ein, zwei Hinweisen zu diesem Projekt habe ich sämtliche Materialien, die ich hier verbaut habe, mit Amazon-Links euch bereitgestellt. Wenn ihr das braucht, draufklicken, nachkaufen, gleicher Preis für euch und eine finanzielle Unterstützung für mich und meinen Kanal. An dieser Stelle hoffe ich, dass euer Pool genauso gut durch den Winter kommt und nächstes Jahr die neue Saison problemlos weitergehen kann. An dieser Stelle danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!